Hallo und herzlich willkommen beim GCP-Kanal. Heute sprechen wir über die Durchführung der klinischen Studie mit Medizinprodukten gemäß der neuen EU-Medizinprodukteverordnung. Nachdem wir uns im letzten Video mehr mit der Rationalen zur neuen EU-Medizinprodukteverordnung oder kurz MDR für Medical Device Regulation beschäftigt haben, wollen wir heute über die praktische Umsetzung im Kontext der klinischen Prüfung sprechen. Generell ist schon mal auffällig, wie viel umfangreicher die MDR ist im Vergleich zur Vorgängerversion der Medical Device Directive. In Bezug auf die wesentlichen Faktoren einer klinischen Prüfung hat sich grundsätzlich gar nicht so viel verändert. Auf jeden Fall nicht hier in Deutschland. Allerdings können wir aufgrund verschiedener Quellen davon ausgehen, dass in Zukunft ca. 10-mal so viele klinische Prüfungen notwendig sind, um eine CE-Kennzeichnung zu erhalten. Weil sich einige Medizinprodukthersteller sich aber mit den grundsätzlichen Regeln nicht so gut auskennen, halten wir es für sinnvoll, dass wir noch einmal darüber sprechen. Beginnen wir mit der Vorbereitung einer klinischen Prüfung. Zu Beginn jeder klinischen Prüfung muss genau festgelegt und in einem klinischen Studienprotokoll beschrieben werden, welche Daten gesammelt und analysiert werden sollen. Das Studienprotokoll beschreibt deshalb unter anderem genauestens, welche Patienten sollen und welche Patienten sollen ausgeschlossen werden, welche Untersuchungen finden statt, wann finden die Untersuchungen genauestens statt. Wie wird behandelt, wie werden die Daten erhoben, kontrolliert und ausgewertet, welchen Zweck verfolgt die Prüfung überhaupt und es wird davon ausgegangen, dass die Prüfung robuste Daten liefert. Um eine robuste Datenlage zu erreichen, muss erstmal eine statistische Fallzeitkalkulation erfolgen. Grundsätzlich müssen wir so viele Patienten wie nötig und so wenig Patienten wie möglich in die Studie einschließen. Dementsprechend muss das Protokoll genauestens erklären, warum eine bestimmte Anzahl von Patienten untersucht werden soll. Die Anzahl darf nicht auf eine Schätzung oder durch die finanziellen Möglichkeiten eines Sponsors limitiert sein. Die meisten von euch werden wahrscheinlich keine Statistiker sein, aber über 3 wesentliche Dinge müsst ihr euch trotzdem Gedanken machen. Erstens, das Studienziel muss medizinisch sinnvoll sein. Die Behörden, die die klinische Prüfung genehmigen müssen, erwarten, dass sie die medizinische Intention der Produktanwendung und der Studie erkennen. Zweitens, das primäre Zielkriterium, das letztendlich über die Fallzahl einer Studie entscheidet, sollte eine geringe Streuung bzw. Variabilität besitzen. Es gibt medizinische Parameter, die sind denkbar schlecht, wie zum Beispiel der Blutzuckerspiegel im Rahmen einer Diabetesstudie schlecht wäre, weil der Blutzuckerspiegel bekannterweise schwankt. Er hängt immer davon ab, was der Patient kurz davor gemacht hat. Hat er zum Beispiel gegessen, getrunken oder war körperlich aktiv. Im Gegensatz dazu gibt es für solche Diabetesstudien auch robuste Parameter, wie zum Beispiel der HbA1c-Wert, der typischerweise heutzutage eingesetzt wird. Weil der HbA1c-Wert sagt aus, laienhaft beschrieben, wie viele rote Blutkörperchen durch den Zucker zerstört worden sind. Und dadurch ist er natürlich sehr viel stabiler und hält über Tage an. Und drittens, hat man sich nun für ein sinnvolles primäres Zielkriterium entschieden, muss man sich noch über die Fehlerwahrscheinlichkeiten Gedanken machen. Wir haben da einmal den Fehler erster Art oder Alpha-Fehler, der besagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein falsch positives Ergebnis ist. Also, man stellt im Rahmen der Studie die Sicherheit eines Produktes fest, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nicht sicher. Ja, das ist natürlich schlecht und deshalb müssen wir die Fehlerwahrscheinlichkeit auch möglichst niedrig halten und da sagen wir in der Regel, die Wahrscheinlichkeit soll unter 5% liegen. Und der Fehler zweiter Art oder Beta-Fehler, der besagt, wenn wir ein falsch negatives Ergebnis zeigen. Also im Rahmen der Studie stellen wir keine Sicherheit fest, aber in Wirklichkeit ist das Produkt sicher. Und da gehen wir davon aus, dass eine Fehlerwahrscheinlichkeit unter 20% liegen muss. Wer sich nicht so stark für Biostatistik interessiert, sollte nicht damit beginnen, eine Anzahl von Patienten über den Daumen zu schätzen oder auf eine andere Studie zu verweisen und per Copy-Paste ins eigene Studienprotokoll zu kopieren, weil Studien häufig nie 1:1 vergleichbar sind, weil die Patientenpopulation einfach variiert und nicht zu 100% mit eurer eigenen Studie bzw. mit eurem Produkt übereinstimmen kann. Es ist ratsam, einen Biostatistiker um Beratung zu bitten. Für einen Biostatistiker ist eine Fallzeitkalkulation keine Raketenforschung. Deshalb relativ zeitunaufwendig und dadurch auch nicht besonders teuer.
Und am Ende des Tages erwarten die Ethikkommission und die Behörden eine robuste Datenlage und dementsprechend solltet ihr das Geld wirklich investieren. Wenn dann ein Studienprotokoll oder auch Studienplan genannt geschrieben ist, müssen sich natürlich auch die Prüfärzte finden, die auch genauso wie im Plan beschrieben arbeiten wollen und können. Sie müssen nicht nur medizinisch ausgebildet sein, sondern auch wissenschaftliche und regulatorische Kenntnisse in Bezug auf die Durchführung klinischer Prüfungen mit Medizinprodukten besitzen. Nach vielen, vielen Jahren Erfahrung mit Medizinproduktstudien habe ich zwei Auffälligkeiten festgestellt. Erstens, gerade kleinere Sponsoren halten ihre Prüfärzte für zukünftige Kunden. Das ist natürlich verständlich, könnte aber ein wenig problematisch werden, wenn diese Kunden mal nicht so performen, wie sie eigentlich performen sollten. Und das Zweite, und das ist wichtig zu verstehen, weil es häufig auch fatal für die Studie ist, wenn zum Beispiel 10 Prüfzentren benötigt werden und 10 dieser Prüfzentren sind auch noch die sogenannten Key Opinion Leader, also die Meinungsbildner im Rahmen dieser Indikation oder im Rahmen dieses medizinischen Bereiches. Dabei sollte man beachten, was die Key Opinion Leader zu Key Opinion Leaders gemacht hat. Es sind in der Regel Konferenzteilnahmen, Vorträge, Publikationen und Meinungsbildung, aber nicht die tägliche Arbeit im Rahmen klinischer Prüfungen. Aus der Erfahrung kann ich deshalb sagen, dass die Anzahl der Key Opinion Leaders im Rahmen der klinischen Prüfung mit der Enttäuschung korreliert. Und sie sollten deshalb sehr weise und in einer überschaubaren Anzahl in eine klinische Studie involviert werden. Wenn die Studiendokumente erstellt worden sind und wir wissen, in welchen Ländern mit welchen Prüfzentren die Studie durchgeführt werden soll, werden noch landesspezifische Dokumente angefertigt. Lokale Kerndokumente sind da zum Beispiel die Patientenaufklärung und Einwilligungserklärung, die in der jeweiligen Landessprache der Patienten und nach bestimmten nationalen Regeln erstellt werden müssen. Grundsätzlich muss das Dokument laienverständlich geschrieben sein, damit Patienten es unabhängig vom Bildungsstatus verstehen. Dabei ist zu beachten, dass in einigen Ländern mehrere Sprachen offiziell sind. In Belgien zum Beispiel werden 3 offizielle Sprachen gesprochen. Dann sollte das Dokument auch in 3 Sprachen angefertigt werden. In Deutschland ist das Dokument in der Regel recht lang und umfasst nicht selten mehr als 20 Seiten. In anderen Ländern hingegen, wie zum Beispiel in Tschechien oder den Niederlanden wiederum, darf das Dokument nur einige wenige Seiten lang sein, damit die Patienten nicht überfordert werden. Ein ganz wesentliches Dokument ist der Prüfarztvertrag, der auch lokalen Vorschriften der jeweiligen Länder unterliegt. Manche Länder haben ihre eigenen Musterverträge. In manchen Ländern werden nur Verträge in der nationalen Sprache akzeptiert und in anderen Ländern gibt es auch bilinguale Verträge. Die Vertragsverhandlungen sind in der Regel sehr zähflüssig und zeitaufwendig, insbesondere wenn es an der Erfahrung mangelt. Danach wird ein großes Paket von Dokumenten an die Behörden und die Ethikkommission geschickt. In Deutschland ist es schon seit einigen Jahren üblich, dass über eine elektronische Online-Plattform, dem sogenannten DIMDI, eingereicht wird. DIMDI steht dabei für Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information. Diese elektronischen Einreichungen, wie wir sie in Deutschland kennen, werden in Zukunft über ein EU-weites Portal mit dem Namen Eudamed stattfinden. Wann das Portal fertiggestellt ist, ist allerdings noch nicht ganz klar. Über das System sollen dann auch Informationen zwischen den beteiligten EU-Ländern ausgetauscht werden und so für mehr Harmonisierung gesorgt werden. Grundsätzlich vereinfacht dieser einheitliche Weg natürlich, insbesondere bei multinationalen Prüfungen, die Einreichung zu den Behörden und zu den Ethikkommissionen. Aber die Vereinheitlichung führt natürlich auch dazu, dass die eher laxeren EU-Länder, bei denen teilweise nicht mal die Behörden involviert waren, strenger werden. Für Deutschland sehe ich keine großen wesentlichen Änderungen, weil vorher schon fast immer die Behörde involviert war und die elektronische Einreichung wird sich auch nur sehr wenig ändern, außer dass das DIMDI dann wahrscheinlich Eudamed heißen wird. Neben Studienprotokoll, Prüfarztvertrag und den Patienteninformationen müssen noch zusätzliche Dokumente über das Portal an die Ethikkommission und die Behörden verschickt werden, wie zum Beispiel die Dokumentation zur Herstellung des Medizinproduktes, einschließlich der technischen Dokumentation und der Risikoanalyse, die Investigators-Broschüre mit allen bekannten klinischen und präklinischen Informationen, die Qualifikationsdokumentation der Prüfzentren, Versicherungsnachweise. In manchen Ländern werden die Patienten und in anderen Ländern der Arzt oder der Sponsor für den Fall des Schadensersatzanspruches versichert. Dann werden dann noch die Financial Disclosure Forms
von Prüfärzten zur Identifizierung von etwaigen finanziellen Bias eines involvierten Arztes, also finanzielle Anreize wie zum Beispiel Aktien in einer bestimmten Höhe oder Patentrechte, die den Arzt dazu bringen könnten, die Daten anders zu dokumentieren, als sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Alle Dokumente, die ein Patient sehen wird, das sind die sogenannten Facing-Dokumente, weil die Patienten diese Dokumente halt vors Gesicht bekommen und auch selber lesen sollte. Da wären Fragebögen, Instruktionen oder Tagebücher und einige weitere Dokumente. Die Einreichung ist also recht aufwendig, aber einfacher als vorher, weil nur noch über ein einziges Portal gearbeitet werden kann. In Zukunft lassen sich also EU-weite multinationale Studien bei den Ethikkommissionen und den Behörden einreichen, ohne dass Unmengen von Papier ausgedruckt werden muss. Außerdem soll die Kommunikation deutlich reduziert werden, weil pro EU-Mitgliedsland nur eine Ethikkommission die Studie befürworten soll und insgesamt nur eine Behörde die Studie genehmigen muss. Die einzelnen Mitgliedstaaten dürfen für ihr jeweiliges Land die Studie dann nur ablehnen, wenn es landesspezifische Gründe geben würde, zum Beispiel Datenschutzgründe oder Versicherungsgründe. Der Genehmigungsprozess soll auch deutlich schneller verlaufen. So gilt für Klasse 1 und nicht-invasive Produkte der Klassen 2a und 2b, solange die Ethikkommission nicht abgelehnt, eine implizite Genehmigung. Das heißt, es muss keine schriftliche Genehmigung durch die Behörde erfolgen. Die Vollständigkeit des Antrags müsste nur bestätigt werden. Für invasive 2a, 2b Medizinprodukte und Klasse 3 Produkte ist eine Genehmigung erforderlich und es darf natürlich auch hier keine Ablehnungsstellungnahme einer Ethikkommission vorliegen. Die Genehmigungsfrist beträgt dann 45 bis 65 Tage nach der Validierung. Diese Fristen entsprechen eigentlich auch den deutschen Fristen bei Studien gemäß § 20 des MPGs. Allerdings sind diese Werte eigentlich nur gesetzliche Fristen, in der Praxis werden sie häufig gesprengt. Haben wir alle Genehmigungen und können wir mit der klinischen Prüfung beginnen, müssen wir gemäß der ISO 1455 arbeiten. Diese ISO-Norm ist das, was ICH-GCP für Arzneimittelstudien ist. Allerdings ist sie sehr viel unbekannter. Mittlerweile kann man sagen, dass die ISO 1455 und GCP zu 95% übereinstimmen. Es sind nur wenige Unterschiede zu erkennen, allerdings ist es ratsam, diese Unterschiede wirklich zu kennen und auch umzusetzen, wenn man mit seinen Medizinproduktstudien starten möchte. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass sich die Definition für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bzw. Serious Adverse Events oder kurz SAEs unterscheiden. Wichtig ist zu verstehen, dass bei Medizinproduktstudien auch die vermeidbaren gesundheits- oder lebensbedrohlichen Ereignisse als SAEs gemeldet werden müssen. Das wäre zum Beispiel, wenn der Arzt eine Intervention einleitet, damit aus einem kleinen medizinischen Problem kein großes Problem wird. Wenn zum Beispiel postoperativ ein Arzt ein Antibiotikum einsetzt, weil es zu einer leichten Infektion kommt und er gibt das Antibiotikum natürlich, damit aus der kleinen Infektion keine lebensbedrohliche Infektion werden würde, dann hätte ich schon letztendlich das SAE zu melden. Man spricht auch umgangssprachlich von den beinahen Serious Adverse Events oder beinahe SAEs, die gemeldet werden müssen. Dadurch ist die Anzahl von Serious Adverse Events bei Medizinproduktstudien relativ zur Anzahl von Patienten eher höher als niedriger im Vergleich zu Arzneimittelstudien, bei denen es schon einer akuten Lebensbedrohung bedarf, damit ein unerwünschtes Ereignis auch als SAEs gemeldet werden muss. Aber das ist keine Erfindung der Medical Device Regulation. Diese Regel gab es auch schon vorher und wurde in Deutschland durch die MPSV oder Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung geregelt. Diese Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung verlangt auch, dass nicht nur die SAEs, die mit dem Studienprodukt im kausalen Zusammenhang stehen, an die Bundesoberbehörde, also in Deutschland an das BfArM gemeldet werden müssen, sondern alle SAEs, auch die, die überhaupt nichts mit der Studie zu tun haben. Alle SAEs werden in Zukunft dann auch laut MDA über die EudaMed-Datenbank gemeldet. Aber auch wenn die Sicherheitsmeldungen bei Medizinproduktstudien aufwendiger sind als bei Arzneimittelstudien, bei denen man nur die Verdachtsfälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen, den sogenannten SUSAs, melden muss, grundsätzlich lässt sich sicherlich die klinische Entwicklung effektiv durchführen, wenn für die klinische Prüfung mit einer sinnvollen Risikoanalyse begonnen wird.
Gemäß dieser Risikoanalyse in Bezug auf die Patientensicherheit, Patientenrechte, Datenqualität und Datenintegrität wird der überwiegende Teil der Sponsoren feststellen, dass die klinische Prüfung mit Medizinprodukten mit deutlich weniger Aufwand als bei Arzneimitteln verbunden sein kann. Der Hauptgrund ist der wesentliche Unterschied im Wirkmechanismus. Medizinprodukte wirken physikalisch, wohingegen Arzneimittel eine pharmakologische Wirkung besitzen. Die physikalische Wirkungsweise ist eine eher lokale Wirkung, wohingegen die pharmakologische Wirkung eines Arzneimittels systemisch ist. Dieser Unterschied hat in den meisten Fällen einen positiven Effekt auf die Fallzahl von Medizinproduktstudien und auf das Risiko einer klinischen Prüfung. Dadurch kommen die Studien mit sehr viel weniger teilnehmenden Ländern, Prüfzentren und Qualitätskontrollen, wie zum Beispiel dem klassischen Clinical Monitoring aus. Bei der klinischen Entwicklung mit manchen Medizinprodukten lässt sich der Aufwand auf ein Minimum reduzieren, weil sie so risikoarm sind und ihre Leistungsfähigkeit recht einfach nachzuweisen ist. Bei anderen Medizinprodukten, die über eine Software gesteuert werden oder eine Datenbank besitzen, lassen sich die Schnittstellen zur klinischen Datenbank programmieren, sodass viele Daten recht einfach bzw. sogar automatisiert kontrolliert werden könnten. Am Ende der Studie werden die klinischen Daten dann nach einem vorher festgelegten statistischen Analyseplan ausgewertet. Die Ergebnisse werden in einem Studienbericht beschrieben und diskutiert. Die notwendige Form eines solchen Berichtes ist auch in der ISO 1455 festgelegt und muss innerhalb eines Jahres über die Eudamed-Datenbank zu den beteiligten Behörden geschickt werden. Ebenfalls europaweit werden klinische Studien mit CE gekennzeichneten Medizinprodukten geregelt, wenn dabei zusätzliche invasive oder belastende Verfahren angewendet werden. In diesem Fall muss der Sponsor die Mitgliedstaaten mindestens 30 Tage vor Beginn der Studie mit den Antragsunterlagen informieren. Um eine berufsrechtliche und berufsethische Beratung durch die Ethikkommission kommen die teilnehmenden Ärzte in Deutschland gemäß ihrer Berufsordnung nicht herum. In anderen Ländern sollten die Ethikkommissionen gemäß der Deklaration von Helsinki, also den ethischen Grundsätzen, involviert werden. Für die klinische Prüfung mit CE gekennzeichneten Produkten sollten die Sponsoren eine sinnvolle Balance zwischen Aufwand und effektiven Kontrollen finden. Ich persönlich habe schon Sponsoren kennengelernt, bei denen konnte man den Unterschied zwischen Post-Market-Studien und Studien mit nicht CE gekennzeichneten Medizinprodukten nicht erkennen. Andere haben die Post-Market-Studien überhaupt nicht kontrolliert, wodurch die Datenintegrität und Qualität automatisch fragwürdig wird. Und bei fragwürdigen Daten ist der Wert der Studienergebnisse natürlich auch in Frage zu stellen. Beide Wege sind sicherlich weder sinnvoll noch effektiv. Es gilt nicht selten, weniger ist häufig mehr, aber nichts bleibt nichts. Zusammenfassend lässt sich sagen, alle Medizinprodukthersteller müssen sich mehr Gedanken über die klinische Entwicklung ihrer Medizinprodukte machen. Ja, es müssen in Zukunft mehr klinische Studien mit Medizinprodukten gemacht werden. In Deutschland und in einigen anderen Ländern, die Medizinproduktstudien schon auf nationaler Ebene konsequent reguliert haben, wird sich durch die neue MDR wenig ändern, außer die Eudamed-Datenbank. Die klinischen Prüfungen mit Medizinprodukten werden auch in Zukunft in den allermeisten Fällen nicht mit den klinischen Arzneimittelstudien zu vergleichen sein, wenn man den grundlegenden Unterschied verstanden hat und diesen Unterschied auch richtig ausnutzt. Die klinische Entwicklung wird für die Hersteller sicherlich teurer werden, aber es liegt auch in der Macht der Hersteller, die Kosten durch eine hohe Kompetenz im Bereich der klinischen Prüfung zu begrenzen. Aber auch in Zukunft werden wir neue, hochinnovative Medizinprodukte entwickeln. Die Innovationskraft war noch nie so stark wie heute und die Entwicklung war noch nie so schnell wie heute. Zu glauben, dass die neue MDR die Tendenz signifikant belastet, ist Schwarzmalerei, weil jedes neue Gesetz erst einmal Umdenken und Prozessanpassung notwendig macht. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Aber wenn das Unternehmen hinbekommen können, dann sind das die agilen, innovativen und anpassungsfähigen Firmen aus der Medizinprodukteindustrie. Deshalb, liebe Hersteller, gebt nicht auf, fangt nicht an zu jammern, sondern entwickelt gute und sichere Produkte. Für diese Produkte wird es auch weiterhin finanzielle Unterstützung geben. Und wenn es Fragen zum Thema MDR oder klinische Medizinproduktstudien gibt, meldet euch bei uns, schickt uns eure Fragen und Kommentare und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.